Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute geht es um meine zerstörten Hoffnungen und Träume. Hier liegen die verlorenen Hoffnungen und Träume von Spielestyler sozusagen. Und zwar geht es um die Weapon Skin Boxen, die jetzt im Cash Shop sind. Die erste war die Clockworks Weapon Skin Box, die ist jetzt tatsächlich schon nicht mehr im Cash Shop. Und die nächste ist dann die Reaper Weapon Skin Box, die ist jetzt im Cash Shop. Und die letzte ist dann die Icecrown Weapon Skin Box am 18. April, 2 Uhr deutsche Zeit bis 1:59 Uhr deutsche Zeit, die hier im Cash Shop quasi wieder eingeführt werden. Reaper und Icecrown Weapon Skin Box, die gab es schon mal im Cash Shop. Clockworks Weapon Skin Box in der Form auf jeden Fall noch nicht. Sie gab es einmal an Weihnachten, da konnte man sie sich gebunden kaufen. Und einmal maximal, glaube ich, pro Character. Ich glaube nicht pro Account, ich glaube nur pro Character, aber ist ja egal. Auf jeden Fall in irgendeiner Form gebunden und limitiert. Und jetzt kann man sie sich alle drei kaufen. Die anderen beiden, wie gesagt, gab es ganz normal im Cash Shop, ungebunden und unlimitiert. Für den gleichen Preis natürlich, 600 F-Coin und nicht seriengebunden, ohne Limit, kein Level-Limit, gar nichts. Und darum geht es heute so ein bisschen, wie gesagt, meine zerstörten Investments, mehr oder weniger, wie Gala damit umgeht, FOMO und alles, was damit zu tun hat. Und ja, warum ich denke, dass das ein eigenes Video verdient hat, ist einfach der folgende Grund, dass mir nicht gefällt, wie Gala grundsätzlich damit umgeht, mit den Skins, mit so ja, Reruns, würde man jetzt in anderen Spielen dazu sagen. Also quasi, dass du etwas, was einst limitiert war, halt wieder einführst. Also du sagst quasi, das gibt es jetzt nur begrenzt und ein paar Monate später sagst du, ah ja, aber jetzt gibt es das nochmal sozusagen. Und grundsätzlich ist das ja kein Problem. Aber wie gesagt, die Art und Weise, wie Gala damit umgeht, ich habe es ja gerade schon gesagt, FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, es zu verpassen sozusagen. Das nutzen sie hier, finde ich, gekonnt aus. Ob es absichtlich ist oder nicht absichtlich, sei mal dahingestellt. Aber ich persönlich würde sagen, es ist Absicht. Also es ist definitiv Absicht. Und das alles will ich so ein bisschen besprechen. Also alles, was ich sage, fokussiert sich jetzt hauptsächlich auf die Clockworks Waffen-Skin-Boxen, weil die so eine spezielle Geschichte haben so ein bisschen. Aber es ist auch auf alle anderen Skin-Boxen anwendbar, weil die sind ja immer nur zeitlich begrenzt verfügbar. Wie zum Beispiel die Icecrown Weapon Skin-Boxen letztes Weihnachten oder die Reaper Skin-Boxen an Halloween letztes Jahr. Und genau, kurz die Geschichte vielleicht zu den Clockworks Skin-Boxen. Warum haben die so eine besondere Geschichte? Die konnte man, wenn ich mich richtig erinnere, aber doch, sonst hat es ja gar keinen Sinn ergeben, sonst wären die niemals so teuer gewesen. Die konnte man nicht im Cash Shop kaufen, die konnte man nur von einem Event bekommen. Das Event war ultra schlecht durchdacht, das war das Halloween World Boss Event 2022. Wer keine Ahnung hat, was da abging, kann ja gerne ein paar YouTube-Videos schauen, gibt es tonnenweise drüber. Absolutes Fiasko, eins der bescheidensten Events aller Zeiten. War auch ultra unfair, Ringmaster, Tanks, alle AOE-Klassen und generell Leute mit schlechtem Equipment waren belohnungstechnisch stark im Nachteil. Leute, die sehr viel Damage gemacht haben, haben durchschnittlich oder in der Regel wesentlich bessere und krassere Belohnungen bekommen. Eine dieser Belohnungen war eben diese Skinbox, die man, wie gesagt, nicht im Cash Shop kaufen konnte. Und genau, deswegen hat die so eine bisschen spezielle Geschichte. Und damit fängt es aber eigentlich schon an. Also du kreierst erstmal ein Item. Durch ein ultra verkacktes Event, schlechtes Event, kannst du halt auf jeden Fall nicht die Nachfrage dieses Items also die Nachfrage der Spieler an dieses Item kannst du unmöglich stillen. Wie auch, ja, du machst quasi eine super coole Skin-Reihe. Alle Weltbosse, die spawnen, sind extrem limitiert. Die Leute, die diese Skins droppen können, sind extrem limitiert. Also die Anzahl dieser Skins, die pro World-Boss droppt, ist limitiert. Und wie gesagt, die Anzahl der Leute, die sie haben will, ist quasi unlimitiert. Also du sorgst da schon mal dafür, dass du ein extrem rares, es ist nur ein Skin, muss man dazu sagen, also es bringt nichts, es hat keine Effekte, es ist einfach nur ein Aussehensgegenstand, aber trotzdem, du kreierst etwas, was extrem selten ist. So, Schritt 2 war dann tatsächlich ein Jahr lang nie wieder von Clockworks Waffen-Skinboxen gehört, die wurden für horrende Preise verkauft, ich weiß gar nicht, was das teuerste jemals war, was die verkauft wurden, aber für mehrere 100 Millionen gingen die auf Borodeng über den Tisch, auch zu Zeiten, wo der Cash-Kurs bei unter 50 Mio pro 1000 lag, also geistesgestört teuer schon immer gewesen und immer gestiegen im Endeffekt auch, immer mit dem Cashkurs mehr oder weniger gestiegen. Und dann letztes Weihnachten, also erst vor 5 Monaten, das ist noch gar nicht so lange her, da gab es diese Remis Waffen-Skinbox, glaube ich, hieß die im Cash-Shop. Und da konnte man sich dann die, ich glaube, Rudolph-Skins, die Snowman-Skins und eben die Clockworks-Skins einmal holen. Allerdings limitiert und ich glaube Account gebunden. Also maximal einmal pro Charakter und ich glaube Account gebunden war das Ganze. Und konnte dann quasi sich so zumindest die Clockworks Waffen-Skin-Box oder eine Clockworks Waffen-Skin-Box für einen seiner Charakter oder für theoretisch auch alle seine Charakter auf verschiedenen Accounts
holen. Und grundsätzlich natürlich dachte man sich so, ja, okay, cool, bei der Box macht es tatsächlich Sinn. Es war extrem limitiert, sie war nie wirklich im Cash-Shop, also macht irgendwo Sinn, dass es die jetzt da gibt. Aber was hat man damit geschaffen? Es gab natürlich einen begrenzten Zeitraum, in dem man sich die holen konnte. Und du wusstest, oder Gala wusste, ja, wir haben hier eine extreme Nachfrage. Die Leute sind richtig heiß drauf. Wahrscheinlich haben die auch schon oft Tickets und Feedback bekommen, dass sie doch mal die Clockwork-Skins wieder einführen sollen und so. Und was machen sie? Natürlich machen sie es über einen Cash-Shop und zeitlich begrenzt. Und wie gesagt, mit diesen ganzen Auflagen, mit dem gebunden und nur einmal kaufen und pipapo. Und da haben sie auf jeden Fall schon mal dafür gesorgt, okay, man kann die Sachen wieder nicht handeln. Das heißt, wenn ich diese Skinbox wirklich haben will, dann muss ich jetzt cashen, weil du kannst sie nicht von jemand anderem kaufen. Sie haben quasi dafür gesorgt, okay, du hast jetzt die Wahl, du kaufst sie dir jetzt für Echtgeld, lädst auf, oder du kaufst sie dir halt weiterhin zu horrenden Preisen, ungebunden vom damaligen Halloween-Event und haben damit, wie gesagt, diese Fear of Missing Out geschaffen. Wenn ich jetzt an Weihnachten nicht zuschlage, dann kriege ich sie vielleicht niemals wieder. Und was ist passiert? Extrem viele Leute haben sich diese Waffen-Skinbox gekauft. Was für eine Überraschung. Und jetzt, nicht mal ein halbes Jahr später, bringen sie die gleiche Box einfach ungebunden und unlimitiert nochmal in den Cash-Shop, aber in Blitzsale nur für 24 Stunden. Lustig hierbei ist, by the way, auch noch die Ankündigung im Discord, wurde um 3:41 Uhr gepostet. Die Skinboxen waren zu dem Zeitpunkt aber schon über eine Stunde im Cash-Shop, 1 Stunde 41 Minuten im Endeffekt. Also auch da schon wieder, man hätte die Ankündigung ja vielleicht auch 2 Stunden vorher machen können und nicht 2 Stunden nachher, nachdem der Sale gestartet ist. Also auch da wieder kommt einem fast schon so vor, als wäre das Absicht, dass man auch hier wieder den Leuten noch weniger Gelegenheit gibt, sich ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen, will man wirklich kaufen, will man nicht kaufen, will man aufladen, will man nicht aufladen, whatever. Und generell sehr dreckig, auch nur für 24 Stunden, weil es halt wirklich ein extrem kurzer Zeitraum ist. Ich meine, allein schon das einfach zu verpassen, ist relativ ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, das einfach zu verpassen. Ich meine, man spielt halt mal einen Tag nicht und denkt sich, ja moin, woher zum Teufel hätte ich das wissen sollen, dass es plötzlich Clockworks Waffen-Skinboxen im Cash-Shop gibt, so ungefähr. So habe ich mich heute zumindest gefühlt, so nach dem Motto. Und finde das alles nicht so cool, weil man könnte es halt auch anders machen. Und zwar im Sinne von, dass man einfach wenn man zum Beispiel die Speedsets, wir wissen, dass alle 2 Wochen ein neues Speedset in den Cash-Shop kommt. Wir haben einen festen Rhythmus und ich weiß nicht, ob Gala das bewusst ist, wahrscheinlich schon. Und wir haben immer in der Umkleidekabine die Preview auf das nächste Speedset. Also immer im Umkleideraum, wenn man ganz nach unten scrollt, hat man immer das Neueste, was sie hinzugefügt haben im Spiel, was man sich angucken kann. Das heißt, da haben wir immer so einen kleinen Spoiler, der aber im Spiel ist. Also es ist nicht irgendwie Data Mined oder so, sondern sie packen es actually sogar ins Game selber. Sogar zum Angucken. Nicht nur vom Namen her. Und haben da einfach diesen festen Rhythmus. Das heißt, wir wissen genau, okay, du hast jetzt für dieses Speedset noch so und so viel Zeit, das kannst du kaufen. Du weißt genau, wie es aussieht, du kannst dir die Preview reinziehen und du weißt sogar, wie das nächste Speedset aussehen wird. Und so ist es jetzt eigentlich schon die ganze Zeit gewesen, schon die ganzen letzten Monate, im Endeffekt, seit es den Umkleideraum gibt, also schon sehr, sehr lange. Und das ist ein festes System, was sich so etabliert hat. Klar haben sie es jetzt bei den Speedsets auch schon so gemacht, dass sie da mehrmals die alten Speedsets wieder in den Cash-Shop zurückgebracht haben. Aber ich sag mal so, bei den Speedsets gibt es mittlerweile so viele, also ich persönlich habe sowieso schon komplett den Überblick verloren. Wie viele wird es da mittlerweile geben? Über 50 Stück wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. 60, 70? Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht. Viel zu viele auf jeden Fall. Also da wäre es auch cool, wenn man einen festen Rhythmus hätte, so alle 4 Wochen oder so, oder immer Anfang des Monats gibt es dann Sale, wo irgendwie alte Speedsets wieder für einen Tag verfügbar sind. Also da wäre es eigentlich das Gleiche, muss man fairerweise sagen. Aber in den Speedsets haben wir zumindest so einen groben Rhythmus. Bei den Waffenskins ist es so, dass wir eigentlich gar keinen Rhythmus haben. Die werden einfach random zu meisten speziellen Feiertagen oder zu speziellen Ereignissen wie Weihnachten, Halloween und so released. Was ja auch an sich kein Problem ist. Also ich meine, passt ja auch so. Aber wenn man diese Waffenskins dann halt streng limitiert und immer so mit, oh, don't miss out a chance und so, nur so und so, dann kann man sie kaufen, reinbringt, dann finde ich es halt irgendwie doch unfair. Weil man die Leute halt immer so ein bisschen, wie gesagt, ich meine, klar, die wollen damit Geld machen, die wollen Einnahmen erzielen, ist schon alles klar, keine Frage. Aber dass du dann die Items random wieder reinbringst und dann halt quasi auch wirklich mit 0,0 Ankündigungszeit, wie gesagt, die Ankündigung kam, nachdem diese 24 Stunden Blitzsale gestartet sind. Das heißt, effektiv nach der Ankündigung waren es dann nur noch 22 Stunden und 19 Minuten. Und da hätte man halt schon einen Tag vorher, ich meine, das war jetzt am Dienstag, ist es gestartet, warum macht man nicht Montag die Ankündigung, dass es diese Skins geben wird? Und zwar auch richtig fett, die Ankündigung.
Oder hat halt irgendwie ein festes System, dass sie sagen, einmal im Monat gibt es immer die Chance, Waffenskin-Boxen, aber nur ganz kurz zu kaufen oder so. Muss ja auch nicht zwingend sein, welche es ist oder so. Aber einfach, dass man sich so ein bisschen drauf einstellen kann. Weil mir ist das einfach ein bisschen zu random. Und dann, wie gesagt, mit so ultra kurzen Zeiträumen immer. Also, ich meine, du zwingst die Leute nicht. Jeder hat seine eigene Entscheidung, ob er die Sachen kauft oder nicht. Aber wie gesagt, das ist die Definition von Fear of Missing Out, von FOMO, dass du den Leuten halt wirklich nur sehr, sehr kurze Bedenkzeit gibst und halt auch wirklich kaum die Chance darauf zu reagieren. Und dann hat man halt immer dieses Gefühl, man wird mehr oder weniger in eine Entscheidung, in eine schnelle Entscheidung, in eine unüberlegte Entscheidung gezwungen und weiß halt auch nie, naja, wann gibt's die Box wieder? Weil du könntest jetzt natürlich sagen, ja, die gab's ja erst an Weihnachten, das heißt, die gibt's wahrscheinlich in ein paar Monaten wieder. Könnte man argumentieren, wäre ein faires Argument, jetzt sind es nicht mal ein halbes Jahr gewesen, zwischen Clockwork Skinbox 1 im Sale und Clockwork Skinbox 2 im Sale sozusagen. Ja, aber es könnte ja auch sein, nach dem ersten Halloween-Event gab es die fast 1,5 Jahre nicht im Cash-Shop oder überhaupt irgendwo. Das heißt, du könntest jetzt auch sagen, naja, aber jetzt können sie auch 1,5 Jahre lang nicht mehr zurückkommen. Also was mache ich, wenn es dann 1,5 Jahre sind und ich mir dann wieder sauteuer von irgendeinem Reseller in einem Jahr kaufe, weil ich am Verzweifeln bin und sie jetzt einfach endlich haben will, so ungefähr. Und finde ich einfach alles in einem nicht so cool, wie sie damit umgehen. Und natürlich, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema für das Video. Ich dachte mir, wenn das das einzige Thema ist, dann ist es auch wieder so ein bisschen ja, heuchlerisch. Und ich muss auch sagen, an für sich habe ich mir die ganze Zeit schon gedacht, dass dieses Skinbox-Investment nicht so klug ist. Also, dass man da jetzt nicht unfassbares Vermögen scheffeln kann, weil sie haben in der Vergangenheit, wie gesagt, schon Speedsets zurückgebracht. Es gab schon oft jetzt die Möglichkeit, alte Speedsets, meistens über Luckyboxen, aber teilweise auch einzeln in so, auch so kurzen 24-Stunden-Flash-Sales, wie gesagt, nochmal zu kaufen. War ja letztens erst mit Baby Shark und dieses Tiger-Set, Rabbit-Set und was es da alles gab, wisst ihr wahrscheinlich selber noch, gab es diesen fetten Cash-Up-Sale. Und klar, deswegen wusste man, auch bei den Waffenskin-Boxen ist es nicht garantiert, dass die niemals wiederkommen. Das war mir bewusst. Ich denke mal, es war jedem bewusst, der in die ein bisschen investiert hat. Aber du musst ja immer davon ausgehen, naja, es kommen immer wieder neue Spieler nach und trotzdem kann es ja einfach sein, dass die Skins, die vorhanden sind, einfach nicht ganz ausreichen, die Preise sich so ein bisschen steigen und man damit trotzdem ein ganz gutes Investment macht, sein Geld einfach sicher angelegt hat, selbst wenn es nicht unbedingt jetzt extrem an Wert, es muss sich ja auch nicht verzehnfachen oder so, reicht ja, wenn der Preis einfach ein bisschen steigt, dass man sein Geld halbwegs klug angelegt hat und das einfach für schlechte Zeiten einfach parat hat oder halt, theoretisch, man die Skins ja auch jederzeit selber benutzen kann, wenn man doch mal Lust drauf hat auf die Skins. Also man bunkert die sich ja auch ein bisschen für sich selber weg, damit man eben nicht nochmal in der Zukunft, wenn dann nochmal so ein Flash-Sale kommt, eben so eine Kurzschlussentscheidung treffen muss, cash ich jetzt rein oder nicht. Und man weiß ja dann zu dem Zeitpunkt auch nicht, wie wird der Cash-Kurs sein und so. Solche Cash-Up-Aktionen lassen den Cash-Kurs auch manchmal gerne ansteigen. Vorhin zum Beispiel war es so, da wurden teilweise F-Coins für 120 Mio gekauft, obwohl eigentlich der Preis momentan bei 100 bis 110 liegt. Also auch ich habe für 115 gekauft, weil man einfach keine F-Coins verkaufen wollte. Und ja, also all solche Sachen weiß man halt nicht. Das heißt, du willst dann eigentlich schon immer vorher dich darauf vorbereiten, auf den Fall, keiner weiß, wann die wieder in Cash-Up kommen. Es könnte sein, dass sie nie wieder in den Cash-Up kommen. Es könnte sein, dass sie extrem im Preis steigen und so weiter und so fort. Und all diese Sachen macht aber Gala so ein bisschen kaputt mit dieser Unpredictability. Natürlich kann man da jetzt noch so, auf der einen Seite kann man jetzt natürlich sagen, ja, das ist ja eigentlich gut. Das heißt, die Reseller, in dem speziellen Fall tatsächlich auch ausnahmsweise auch mal ich. Aber ich finde, Skins resellen ist was ganz anderes als, naja, reden wir nicht drüber. Hat jeder seine eigene Meinung zu. Aber, wie gesagt, da ist jetzt die Reseller und dann können die Leute jetzt natürlich sagen, ja, damit nehmen sie die Reseller hops und das ist doch eigentlich richtig geil. Und ganz ehrlich, so rein objektiv oder wenn ich jetzt halt meine persönliche Situation außen vor lasse, sehe ich das eigentlich grundsätzlich schon irgendwie auch so. Aber zeitgleich halt auch nicht, weil es geht ja auch wirklich darum, dass Leute einfach wirklich diese Skins haben wollen. Es geht ja nicht immer nur um die Reseller, um das Geld verdienen in-game, um das Penja verdienen. Es geht auch einfach wirklich darum, dass die Leute manche Skins einfach haben wollen und halt gerne einfach einen festen Rhythmus hätten. Wenn du zum Beispiel jetzt nicht jeden Tag spielst, ich meine, kann man sich nicht vorstellen als Fleischsuchti, aber es gibt tatsächlich Leute, die spielen nicht jeden Tag. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die haben auch mal eine Woche lang keine Zeit oder so. Und sowas zu verpassen, ist halt richtig ärgerlich. Und wenn du feste Zyklen hättest oder einfach genau wüsstest, okay, immer zum 15. des Monats gibt es diese Skinbox-Sales für 24 Stunden oder Speedset-Reruns von alten Speedsets, die es schon mal gab, gibt es immer am 1. vom Monat. Oder wenn du da einfach so ein bisschen ein System hättest, woran man sich orientieren könnte, wo man einfach wüsste, okay, jetzt gibt es wieder Skinboxen, jetzt gibt es wieder alte Speedsets und so, dann könnte man jetzt zumindest sagen,
okay, irgendwo ist es zwar auch wieder, klar, du hast nur begrenzt Zeit, dieses und jenes zu bekommen, aber zumindest weißt du genau, aber einen Monat später, wieder zu dem Zeitpunkt, habe ich wieder die Chance, vielleicht nicht auf die gleichen Skins, dann werden es wahrscheinlich andere Skins sein, aber ich weiß einfach, okay, spätestens in ein paar Monaten, ein paar Sales abwarten, dann kriege ich es wieder und es ist nicht dieses, ist das jetzt das letzte Mal, wo das im Cash-Up sein wird? Wird es das jemals wieder geben? Wann wird es das wieder geben? Also dieses Gefühl, das hast du dann auf jeden Fall nicht. Also es wäre definitiv eine irgendwo bessere, sicherere Lösung, eben wie genau mit den Speedsets. Du weißt genau, alle 2 Wochen ein neues Speedset. Gut, wer weiß, vielleicht hören sie damit auch irgendwann auf, weiß man nicht. Vielleicht haben sie irgendwann keine Lust mehr, Speedsets zu machen, wovon ich stark nicht ausgehe, dass das passieren wird. Aber ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will. Also mir geht es einfach darum, dass die Art und Weise, wie sie es machen, so ein bisschen dreckig ist. Wie gesagt, die Ankündigung, dass der Speed Sale überhaupt stattfindet mit den Skinboxen, wird einfach nachdem der Sale begonnen hat gepostet und halt auch wirklich 2 Stunden später. Klar, es war mitten in der Nacht, also juckt es eigentlich keinen. Ich weiß, und ob das jetzt 24 Stunden, 2 Stunden früher angekündigt wurde, macht es auch keinen so großen Unterschied, weil ich finde, einen Tag früher hätte vielleicht für den einen oder anderen schon einen Unterschied gemacht. Aber wie gesagt, also ich finde einfach die Art und Weise, wie sie es machen, nicht so cool und will da jetzt eigentlich gar nicht wirklich rumheulen wegen meinem Investment. Wie gesagt, es war von Anfang an klar, dass das ein Risiko ist. Ich meine, es ist immer so, wenn du irgendwas wegbunkerst und dir denkst, naja, hoffentlich steigt das. Ich sag nur A-Products, ja. Ich meine, wie viele Leute haben A-Products weggebunkert seit der krassen Inflation, wo die A-Products über 7 Mio gestiegen sind Anfang des Jahres. Und jetzt kosten sie nicht mal 5 Mio. Jetzt kriegst du A-Products teilweise für unter 5 Mio. Ich meine, wie viele Leute haben A-Products weggebunkert und ärgern sich jetzt des Todes, weil das auch keiner vorhergesehen hat, dass das so kommen würde. Und bei den Skinboxen ist es ja einfach genau das Gleiche. Ich meine, du bunkerst irgendwas weg, hoffst drauf, dass es steigt und dann steigt es halt nicht und natürlich ärgert man sich dann. Aber ich wollte jetzt nicht das ganze Video darauf fokussieren, weil es ist eigentlich wirklich die Art und Weise, wie Gala diese FOMO kreiert mit diesen Skin-Sales, die mir einfach nicht gefällt. Weil grundsätzlich finde ich das nämlich eine gute Idee, dass Gala probiert, mit so Skins sehr viel Kohle zu machen, dass jetzt vielleicht nicht so Pay-to-Win-lastig sein muss, der Cash-Up und das Spiel. Wobei es trotzdem Pay-to-Win-lastig ist, muss man kein Geheimnis draus machen. Es ist trotzdem Pay-to-Win, auch wenn sie sehr viel Skins und so, sehr viel Fashion verkaufen. Ändert nichts daran, dass es grundsätzlich trotzdem Pay-to-Win ist und es viele Sachen im Cash-Up gibt, die extrem Pay-to-Win sind, so wie der Pet-Feedback oder Party-Scrolls oder was auch immer. Aber ihr versteht, denke ich, worauf ich hinaus will. Es wäre cool, wenn sie sich da mal ein bisschen ändern würden im Sinne von, dass sie es ein bisschen besser ankündigen oder dann ein bisschen Struktur reinbringen und man nicht von solchen Sachen einfach komplett überrascht wird. Also ich meine, ich habe das gesehen und dachte mir so, what the fuck, Clockworks Weapon Skinbox im Sale? Und ich denke mal, die allermeisten haben auch so reagiert, weil ich meine, what the fuck, du rechnest doch nicht damit, dass einfach random am Dienstag einfach komplett ohne irgendein Special-Ereignis oder so einfach die Clockworks-Waffe Skinbox im Cash-Up ist. Wer zum Teufel rechnet damit? Das ist so random. Und entsprechend denke ich auch, dass die extrem viele Einnahmen an dem Tag hatten, weil keiner damit gerechnet hat. Keiner hat es auf dem Schirm. Und jeder will es aber irgendwie haben oder voll viele Leute wollen es haben. Und dann hast du halt genau das Ergebnis. Boom, zack, tonnenweise Einnahmen wegen FOMO. Und das mag ich nicht. Auch wenn es nur um Skins geht, finde ich das trotzdem nicht so cool. Ist einfach der Community gegenüber, finde ich persönlich nicht so nice. Jedenfalls, ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Gratis F-Coin verdienen. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.